Nexi gibt sich in Sachen Belagszulassung auf der ITTF-Liste eher minimalistisch. Schauen wir uns also das darauf gelistete neue Aushängeschild mal genauer an. Der koreanische Hersteller Nexi lässt den Etika, der in 2 unterschiedlichen Härtegraden verfügbar ist, in Japan produzieren. Das Obergummi des Etika ist hochelastisch, sehr straff, hochgriffig und schimmert optisch in einem typischen Japan-Look. Mit einer UVP von knapp 60 € kommen die beiden Versionen nicht ganz so günstig daher. Das Gewicht des ungeschnittenen Gummis liegt bei etwa 68 Gramm. Der rötliche, mittelporige Schwamm weist je nach Version 47 oder 51 Grad Härte auf. Im Dots-Test zeigt der Belag ein gehobenes Grundtempo und jede Menge Spinfreudigkeit. Der Etika spielt sich vom ersten Moment an recht klar, direkt und präzise. In erster Linie aber vor allem sehr linear. Es ist relativ einfach, die Geschwindigkeit vom unteren bis in den mittleren Bereich hinein zu dosieren. Das Konterspiel ist dadurch sehr kontrolliert. Es kristallisiert sich dabei auch schnell heraus, dass sich der Etika in Sachen Dynamik und Katapulteffekt deutlich unter den Werten eines typischen ESN-Belags einordnet. Trotzdem wollen wir eins vorwegnehmen: Der Etika ist gewiss kein Einsteiger- oder Anfängerbelag. Wirklich als markant gut muss man den zuverlässigen Biss des Etika-Obergummis einstufen. Beim Topspin greift sich dies stets sicher in den Ball und sorgt damit für hohe Spinwerte. Auffällig sind auch die relativ giftigen Spinkurven, die zusammen mit einem hohen Tempo für viele direkte Punkte sorgen sollten. Uns hat beim tischnahen Topspin-Spiel vor allem die gleichbleibende Qualität und Präzision in den Schlägen gefallen. Bei härterer Gangart erzeugt der Etika dann auch einen durchaus markanten Klang. Die Ballflugkurve gestaltet sich beim Topspin relativ flach. Das tischnahe Blocken gelingt mit dem Etika recht gut. Durch die lineare Geschwindigkeitsentwicklung lassen sich die Bälle angenehm retournieren und platzieren. Das Obergummi reagiert hier glücklicherweise nicht so stark auf ankommende Rotation, wie man es vermuten würde.
tischnahen Kurz-Kurz-Spiel weiß die Etika ebenfalls zu überzeugen. Auch hier profitiert man vom linearen Spielgefühl im unteren Geschwindigkeitsbereich. An dieser Stelle kann man vielleicht auch direkt die große Stärke dieses Belages aufdecken. Der Etika ist in Sachen Balance zwischen Aktiv- und Passivspiel unglaublich angenehm ausgelegt. Die weiche Eröffnung auf Unterschnitt meistert die Etika mit Bravour. Auch hier greift das Obergummi stets sicher in den Ball. Generell geht dies aber mit der weicheren Version des Etika noch etwas einfacher von der Hand als mit der harten. Effet-mäßig erreichen die Schläge auch hier ein hohes Niveau. Aus der Halbdistanz liefert der Etika wirklich mehr als genug Power und Durchschlagskraft. Allerdings zeigt sich hier auch, dass dieser Offensivbelag generell schon ein gewisses technisches Niveau voraussetzt. Und insbesondere in der härteren Version kein Anfänger- bzw. Einsteigerbelag ist, weil er eben doch ein wirklich hohes Tempo zu leisten imstande ist. Mit dem Etika hat Nexi es geschafft, ein recht einzigartiges Spielgefühl zu erschaffen und dabei eine außerordentlich angenehme Balance zwischen Passiv- und Aktivspiel an den Tisch zu bringen. Wenn euch katapultstarke ESN-Offensivbeläge zu unkontrolliert sind, ihr aber auf der anderen Seite auch mit den harten asiatischen Hybridbelegen nichts anfangen könnt, dann ist der Etika, der sich in Sachen Spielgefühl unserer Meinung nach irgendwo zwischen diesen beiden Extremen einordnet, auf jeden Fall einen genaueren Blick wert.